Meine Damen und Herren, Außenstoß der Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Neues aus der Berliner Polizeiakademie. Nicht nur, dass diese mittlerweile als geistiger Nachfolger der Police Academy Filme aus den 80ern und 90ern gilt, wurde nun beschlossen, den Lehrplan für die Nachwuchs Steven Guttenbergs endlich einmal umzukrempeln. Denn hier gab es in den letzten Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten sehr viel Kritik, dass diese seit nunmehr als 20 Jahren, also genau seit dem letzten Police Academy Film, was für ein Zufall, nicht mehr angepasst wurde. Das bedeutet nun zuallererst, es wird für den Beatbox-Nachwuchs der Polizeiakademie vor allem mehr Deutschunterricht geben. Und weil das nach einem Haufen Spaß klingt, gibt es auch schon gleich am Montag einen Sprachtest für alle. Auch sollen die Polizeianwärter Nachhilfe bekommen über den Aufbau der Polizei. Kann sicherlich nicht schaden zu wissen, wer oder was oder wie denn diese Polizei so aufgebaut ist. Spätestens, wenn man da schon seit einem Jahr eine Ausbildung macht. Ach so, wir jagen die Verbrecher und ich dachte das ganze erste Jahr, dass wir hier von der echten Polizei gejagt werden. Deshalb Augen auf bei der Berufswahl. Köln. Überall in der Stadt sind diese komischen Eimer verteilt, in die man seinen Müll entsorgen sollte und vor allem müsste. Okay, ein paar nehmen das dann doch zu wörtlich und entsorgen dort auch ihren Hausmüll oder den Sperrmüll vom letzten Umzug. Aber viele sind einfach noch fauler und schmeißen ihren Müll auf die Strecken der Bahn. Wie in Köln. Denn dort sammelt die Bahn rund 100 Tonnen Müll pro Jahr ein, was wiederum Kosten von 750.000 € verursacht. In den seltensten Fällen kann die Bahn die Verursacher dieser Müllberge dingfest machen. So wie neulich, als Polizisten 3 Personen erwischten. Die 3 versuchten eine alte Waschmaschine über einen 2 Meter hohen Zaun zu bekommen, um diese auf einem Bahngelände zu entsorgen. Um dies zu schaffen, entschieden sich dabei, eine menschliche Feuerleiter zu bauen. Was jedoch dazu führte, dass am Ende alle 3 unter der Waschmaschine eingequetscht waren. Dabei fiel einem der 3 auf, dass es keine 10 Meter weiter ein verrostetes Tor ohne Schloss gab. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Rio de Janeiro. Fast jeder kennt Robin Williams in der Rolle der Mrs. Doubtfire, um so seinen Kindern nah zu sein. Um von seinen Kindern möglichst weit wegzukommen, hat der inhaftierte Drogenhändler Clauvino da Silva versucht, aus einem Gefängnis zu fliehen. Und dafür nutzte er den Besuch seiner 19-jährigen Tochter. Und dabei ist nicht die Verwirrung vieler männlicher Wachposten gemeint, weil seine Tochter zweifache Miss Brasilia war, sondern er versuchte am Ende des Besuches, sich als seine Tochter auszugeben und so das Gefängnis zu verlassen. Und auszugeben hieß dabei, dass er eine Silikonmaske trug, eine Perücke aufsetzte und sich in eine viel zu enge Double Zero Jeans quetschte. Allerdings wurde er nicht im Gefängnis erwischt, sondern einer der Wachen hatte all seinen Mut zusammengetan und die falsche zweifache Miss Brasilia nach einem Date gefragt. Und dieses lief so gut, dass er sie am Ende mit nach Hause nahm. Jedoch entdeckte dabei der Wachmann das kleine Geheimnis der falschen Miss Brasilia. Der Sex allerdings soll ganz gut gewesen sein, meinte Clauvino da Silva. Dallas. Viele kennen das nach einem Urlaub im Ausland, dass sie sich danach beim Zoll melden müssen, wenn sie zu versteuernde Sachen im Ausland gekauft haben. Denn Papa-Staat will auch seinen Teil vom neuen iPhone. Gerade wenn man es im Dutzend billiger gekauft hat. Aber etwas vollkommen anderes musste nun eine Zollbeamtin erleben, als sie bei einer Standardkontrolle in den Koffer eines Mannes schauen musste, denn dieser hatte nichts anderes darin als einen handelsüblichen Raketenwerfer. Nach Angaben des Zolls gab der Mann an, dass er Angehöriger der US-Armee sei und den Raketenwerfer als Souvenir aus einem Kurzurlaub in Kuwait gekauft hätte. Und scheinbar wollte er diesen zuerst als Handgepäck mit an Bord nehmen, allerdings fanden das die kuwaitischen Sicherheitsleute am Flughafen nicht so cool. Verpackt in einem Koffer war das dann aber für sie vollkommen in Ordnung. Natürlich wurde der Raketenwerfer vom Zoll konfisziert und dem Mann drohte nun eine Anklage. Nicht wegen dem Besitz eines Raketenwerfers, sondern weil es gewagt hatte, den im Ausland zu kaufen. Total unamerikanisch. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Landsicht-Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Landsicht-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin seit Jahren einer der besten Freibeuter der Welt. Keine Schaluppe ist von meinen gierigen Händen und meiner gnadenlosen Crew sicher.
Fregatten haben auf allen Weltmeeren Angst vor mir und meinem Schiff der MS Deins ist meins. Trademark beantragt, nicht dass jemand damit Produktpiraterie betreibt. Galeonen haben keine Chance gegen meine brillante Taktik, sie nachts im Dunkeln leer zu räumen und dann zu versenken. Auch gelegentlich auf hoher See, aber nur wenn sie echt langsam fahren. Schatzschiffe sind mein Ding, denn die haben sogar ab und zu Schätze dabei. Vollkommen überraschend. Noch überraschter war ich, als mein selbstständiger Mitpirat namens Magazin im Ausguck rief: Landsicht! Magazin hat leider einen kleinen Sprachfehler. Deshalb besetzte ich die Kanonen und ließ aus ihnen Salve um Salve herab auf das Landsicht. Magazin schrie nur: Nein, alles kaputt geschossen, Landsicht! Magazin hatte recht. Denn das Landsicht-Magazin sank vor unseren Augen schneller, als ein Pirat seine Zähne verliert. Deshalb seid alle gewarnt vor Landsicht und Magazin. Die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort nicht mehr im Ausguck. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.